Okay, so now he introduces us to the main practice that this text focuses on. Jetzt werden wir in die Hauptpraxis eingeführt, auf die sich dieser Text konzentriert. It's a practice which belongs to a series called the 21 Sensin. Das ist eine Praxis, die zu einer ganzen Reihe von Praktiken gehört, die als die 21 Sensin bezeichnet werden. Sen means mind and Sin means to hold. Und Sen dabei bedeutet Geist und Sin bedeutet sowas wie halten. So these are practices used to stabilize the focus of awareness so that we don't get caught up in thoughts. Und das bedeutet, dass es Praktiken sind, die den Fokus der Aufmerksamkeit stabilisieren sollen, sodass wir nicht in unsere Gedankenketten verwickelt werden. And this particular practice is designed to increase clarity by cutting the line of attachment to whatever is arising. Und diese spezielle Praxis dient dazu, die Klarheit zu vergrößern, indem wir die Schnur des Haftens an was immer erscheint durchschneiden. So he gives the essential instruction now. Und er gibt die essentielle Instruktion jetzt. Firstly, keep your mind relaxed. Als erstes, halte deinen Geist entspannt. So, what does this mean? Was bedeutet das? If we say keep your mind relaxed, maybe in a school you might say to the children, sit still, control your body. Wenn wir sagen, halte deinen Geist entspannt, so können wir vielleicht an so etwas denken, wie wir in der Schule erfahren könnten, dass der Lehrer sagt zu den Kindern, sitzt still und kontrolliert euren Körper. Or when children are learning to write, they might have paper with lines on it, and you say, listen, you have to control the pen so that the letters are sitting on the line. Don't go below, don't go above. You have to control your hand. Oder wenn die Kinder schreiben lernen, dann haben sie Papier mit Linien und der Lehrer würde dann sagen, also hört mal zu, ihr müsst eure Hand so beherrschen, dass die Buchstaben weder nach unten noch nach oben über die Linien hinaus gehen. So there, clearly there is something you can mobilize. This is an act of will and intention. Ganz klar kann man da so etwas mobilisieren. Das ist ein Akt der Wille und der Absicht. And we are very used to making this kind of activity. Und wir sind sehr daran gewöhnt, diese Art von Aktivitäten zu machen. Relaxing the mind is a little different. Den Geist zu entspannen ist etwas anderes. It's not really something you can do. Das ist nicht etwas, was wir tun können. Actually, the relaxation of the mind is always there. In der Tat ist die Entspannung des Geistes eigentlich immer da. What it means is relax the focus or the investment or the obsession with this constructed sense of yourself. Was es bedeutet, ist die Aufmerksamkeit oder die Ausrichtung oder die Besessenheit geradezu mit dem konstruierten Empfinden unserer selbst zu entspannen. The difference here is very, very important. Und dieser Unterschied hier ist sehr wichtig. Because the mind from the very beginning has been pure. It's been perfect. There is no correction or improvement that can be made to it. Denn der Geist war von einem Anfang an rein und perfekt und es gibt keinerlei Korrekturen, derer er bedürfte. So when we come to a sentence like this, we have to remember this essential teaching. See what it is referring to. Wenn wir also auf einen solchen Satz stoßen, dann müssen wir diese essentiellen Unterweisungen erinnern und uns daran erinnern, worauf sie sich eigentlich überhaupt beziehen. Translating texts like this is difficult. Einen solchen Text zu übersetzen ist schwierig. Because also for Tibetans these texts are difficult. Denn auch für die Tibeter sind diese Texte schwierig. Because, as Wittgenstein pointed out, the meaning of a word is not embedded in a dictionary, but in how it's used. Denn wie Wittgenstein herausgearbeitet hat, ist die Bedeutung eines Wortes nicht in seiner lexikalischen Darlegung begründet, sondern in dem Wortgebrauch. Dictionaries tell you about the word, but they don't show you how it's used. Ein Lexikon zeigt einem, wie ein Wort benutzt wird, aber es spricht über das Wort, aber zeigt nicht, wie es benutzt wird. So a word like mind can sometimes mean a very
relaxed, open, enlightened state, and sometimes it can mean limited consciousness caught up in subject-object duality. Und so ein Wort wie Geist kann manchmal diesen grenzenlosen, offenen Zustand des Geistes meinen, zu einem anderen Zeitpunkt kann es diese begrenzte Qualität meinen, die in diese Subjekt-Objekt-Spaltung, Dualität verwickelt ist. So part of also what we're doing is learning how to read this kind of text. Also ein Aspekt hier ist einfach zu lernen, auch wie man solche Texte überhaupt liest. So keeping your mind relaxed means don't encourage busyness. There is not a problem to be solved here. There are no particular thoughts that you need in order to make this go better. Und hier den Geist entspannt zu halten, bedeutet, dass wir davon Abstand nehmen sollten, unsere Geschäftigkeit, geistige Geschäftigkeit zu ermutigen. Wir sollten Abstand davon nehmen, zu denken, dass man irgendwelche Gedanken braucht, um die Dinge besser funktionieren zu lassen. And then he says, neither diffused nor concentrated, free of thoughts. Dann heißt es ferner, weder zerstreut noch konzentriert, frei von Gedanken. Oh, in the break there, some of us were sitting in the sunshine. In der Pause saßen einige von uns im Sonnenschein. Nothing particular to think about. Da gab es nichts, wo man insbesondere denken müsste. But you can feel the presence of the sun's rays on your skin. Man kann die Gegenwärtigkeit der strahlenden Sonne auf der eigenen Haut fühlen. So there's a relaxation, but no need for any preoccupation, nothing to do. Es gibt eine Entspannung und keinen Bedarf nach irgendeiner Aktivität. Es gibt nichts zu tun. Of course, if you sit in the sun for a long time, you can get a bit spaced out. Natürlich, wenn man in der Sonne für lange Zeit sitzt, könnte es sein, dass man ein bisschen so verloren geht. Then it's diffused. Und dann sind wir zerstreut. Because you're losing the quality of being present in the moment, you're just drifting off. Denn wir verlieren die Qualität des Gegenwärtigseins, wir driften weg. Nor is it concentrated, you're not focusing on something, trying to do something with it. Andererseits sind wir aber auch nicht konzentriert in dem Sinne, dass wir auf irgendetwas fokussiert sind oder versuchen, irgendetwas zu tun. Free of thoughts doesn't mean that there are no thoughts at all. Und wenn es dann heißt, frei von Gedanken, dann bedeutet das nicht, dass es da keine Gedanken gibt. But it means you're free of them. Es bedeutet lediglich, dass man von ihnen frei ist. So the practices we were looking at last night are exactly about this. Und die Praktiken, die wir gestern Abend angeschaut haben, handelten genau von diesem Zustand. In this open state, our mind is like the forest. In diesem offenen Zustand ist unser Geist wie der Wald. It's a kind of public space. Es ist eine Art öffentlicher Raum. People do different things in the forest. Und Leute tun im Wald verschiedenste Dinge. Some people shoot deer. Manche Leute schießen Hirschen. Some people have a shit behind a tree. Manche scheißen hinter einem Baum. Some people have sex. Manche haben Sex. Some people have a picnic. Andere haben ein Picknick. You can do lots of things in the forest. Im Wald kann man eine Menge Dinge tun. In the same way, when the mind is like a public area, all kinds of thoughts arise, come and go. In der gleichen Weise ist unser Geist eine Art öffentliches Gebiet, in dem allerlei Arten von Gedanken kommen und gehen dürfen. And being free of thoughts means to allow them just to be as they are. Frei von Gedanken zu sein bedeutet, ihnen zu gestatten, so zu sein, wie sie sind. And we can become free of the thought when we realize that the thought has nothing essential to give us. Und wir können von dem Gedanken frei werden, wenn wir realisieren, dass der Gedanke wirklich nichts Essentielles uns übermitteln kann. And again, we have to, how do we hear that? What does that mean? Thoughts have nothing to give us. Und da muss man wieder genau schauen, wie hören wir das an? Wie verstehen wir das, wenn wir sagen, ein Gedanke kann uns nichts geben? Of course, to lead our lives, we need thoughts. Natürlich, um unser Leben zu führen, brauchen wir Gedanken. Our world is made up of thoughts. Unsere Welt besteht ja geradezu aus Gedanken. We do planning, we do shopping, we make arrangements, we work out what clothes need to be washed, what temperature we need to wash the clothes at. There's so many things you need to think about to keep a life going. Wir machen Pläne, wir machen Einkaufslisten, wir überlegen, was zu tun ist. Wir müssen überlegen, welche Wäsche gewaschen werden muss und wenn wir sie waschen, mit welcher Temperatur. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir tun müssen, um unser Leben fortfahren lassen zu können.
But what that means is, if you reflect on your experiences, that you participate with thoughts in the elaboration of your existence. Wenn man genau hinschaut, was es denn bedeutet, ist, dass wir sozusagen mit unseren Gedanken an der Herausarbeitung und Rausschälung unserer Existenz mitarbeiten, teilnehmen. So maybe when you get home from here, you suddenly think, oh, tomorrow's Monday morning, I need to get some clothes ready, so you go to put them in the washing machine. Wenn wir morgen also nach Hause kommen, könnte es sein, dass wir denken, aha, übermorgen ist Montag und da muss ich arbeiten gehen und dafür brauche ich bestimmte Vorbereitungen, insbesondere muss ich diese oder jene Kleidungsstücke waschen. This thought which arises inside you moves your body. Dieser Gedanke, der in uns aufkommt, der bewegt unseren Körper. You collect the clothes, you go to the machine, you find out where is the washing powder, you get the right setting. All of these are movements of energy. Wir sammeln die Kleider ein, wir gehen zu der Maschine, wir schauen uns um nach dem Waschpulver, wir stellen die richtigen Einstellungen ein. All das sind Bewegungen von Energie. So we might say, oh, thank God I remembered that. Now I can do what I have to do. Wir können natürlich sagen, Gott sei Dank habe ich mich daran erinnert, jetzt kann ich tun, was ich zu tun habe. But that gives quite a sort of solid feeling to it. Das gibt dem Ganzen natürlich so ein bisschen so ein festes Gefühl. Actually, when the thought moves inside us, we move with the thought. In Wirklichkeit, wenn der Gedanke sich in uns bewegt, bewegen wir uns mit dem Gedanken. And this process of moving inside to outside, outside to inside is continuous through the whole of our lives. Und dieser Prozess der Bewegung von innen nach außen, von außen nach innen ist ein stetiger Fluss in unserem ganzen Leben. Who is moving with the thought? Wer aber bewegt sich mit dem Gedanken? The energy of the body is moving. Es ist die Energie des Körpers, die sich bewegt. Are we moving? Sind es wir, die wir uns bewegen? This is something you have to observe. Und das ist etwas, was wir zu beobachten haben. Who is the one who picks up the washing and puts it into the machine? Wer ist derjenige, der die Wäsche aufliest und in die Maschine steckt? On one level we can say, I am doing this. Auf einer Ebene können wir sagen, ich bin es, der es tut. And if you were not able to say that, then we would be concerned about you. Und wenn wir nicht in der Lage wären, das zu sagen, dann müsste man sich um uns Sorgen machen. We think maybe early onset dementia, Wir könnten vielleicht denken, das ist ein früher Einsatz von Demenz, maybe some mild stroke has occurred, vielleicht irgendeine leichte Form von Gehirnschlag. somehow something's happened. Irgendwas muss geschehen sein. I saw you do it. Why did you say you didn't do it? Ich habe dich doch das machen sehen. Warum sagst du, du hast es nicht getan? So, this is a way of speaking. Das ist eine Sprechweise. Speech is energy as well. Und Sprache ist wiederum Energie. So when we say, I put the washing in the machine, Wenn wir also dann sagen, ich habe die Wäsche in die Maschine gesteckt, this is a flow of sound. dann ist das ein Fluss von Klang. Da, 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 da. That's what's happening. Das ist das, was geschieht. If you stay with the quality of emergence, ceaselessly body, speech, mind flowing together in this world, everything is flowing, interacting, moving. Wenn wir mit dieser Qualität von Emergenz, von Erscheinen, Aufkommen verbleiben, dann sehen wir, dass Körper, Sprache, Gedanken, dass alles das Emergenzen, Erscheinungen in einem kontinuierlichen Fluss in dieser Welt sind. So to say, I put the washing in the machine seems concrete and real if we take I to be some fixed, definite subject that can be returned to again and again. Wenn wir also sagen, ich habe die Wäsche in die Maschine gesteckt, dann scheint diese Aussage konkret und real nur dann, wenn das Ich selbst darin für etwas Beständiges, für etwas gehalten wird, zu dem man verlässlicherweise wieder und wieder zurückkehren kann. But I is a grammatical structure. Aber das Ich ist zunächst einmal eine grammatische Struktur. Essentially, it's an empty signifier. Mit anderen Worten, es ist im Wesentlichen ein leerer Bedeutungsträger. It only functions in language because it is so empty. Er kann nur in der Sprache deswegen funktionieren, weil er so leer ist. In language, the more full
something is, the more defined a term is, usually the less useful it is. In der Sprache ist, je voller ein Begriff ist, je definierter er ist, desto weniger nützlich ist er eigentlich. But when we have something like I, we can say anything in relation to this I. Wenn wir aber so etwas wie das Ich haben, dann können wir in Bezug auf dieses Ich so ziemlich alles sagen. It is the very emptiness of any fixed content that makes I so incredibly useful. Es ist die Abwesenheit von jedem fixierten Inhalt, der dieses Ich so unglaublich nützlich macht. So then we want to look, what is the direct experience? What is the phenomenology of the I in the moment of I put the washing in the machine? Und was wir dann wollen, ist sozusagen die unmittelbare Erfahrung anzuschauen, die unmittelbare phänomenologische Erfahrung dieses Ichs anzuschauen, wenn dieses Ich Wäsche in die Maschine tut. There is sensation in the body. Da gibt es Körperempfindungen. We bend, muscles tension and tense and relax as we pick up the shirt. Wir beugen uns nieder, wir erfahren körperliche Anspannung und Entspannung, während wir dort dieses Hemd zum Beispiel auflesen. There is a thought about the temperature to set the machine. Da ist ein Gedanke, zum Beispiel die Wäschetemperatur. There's a change in the breath, which is the quality of voice, even if we're not speaking. Da ist die Veränderung des Atemmusters, hat die Qualität von Sprache, selbst wenn wir in dem Moment nichts sprechen. And these are moving together. Und all dieses bewegt sich gemeinsam. So the I is a commentary on a process. Dass dieses Ich im Grunde genommen ein Kommentar zu einem Prozess ist. It appears to be describing a site of agency. Es scheint den Sitz einer Wirksamkeit zu beschreiben. I am doing this. Ich tue es. Who did it? I did it. Wer hat es getan? Ich habe es getan. As if inside there is some organizing principle which is moving out and doing things. Als ob es da drin ein organisierendes Prinzip gäbe, welches sich hinausbewegt und etwas bewirkt, tut. But this I in that moment is arising in reaction to the thought, oh, Monday tomorrow, I need to have a clean shirt. Aber dieses Ich ist nichts anderes als ein momentanes Erstehen, das als Reaktion auf den Gedanken, morgen brauche ich ein sauberes Hemd, ersteht. So if that thought about Monday morning hadn't arisen, I would not be putting the washing in the machine. Wenn dieser Gedanke über den Montagmorgen nicht aufgekommen wäre, dann gäbe es das Ich, das die Wäsche in die Maschine tut, auch nicht. It's like playing snooker. Snooker, like this game. Also es ist wie Flipper spielen. Billard, okay. So when you hit one ball and it goes off and it knocks another ball and that goes off at another angle. Wenn man also einen Ball anstößt, dann rollt das weg und stößt einen anderen Ball an, der dann in einem anderen Winkel davon fliegt. You get a concatenation, a linked chain of events. Dann haben wir sozusagen eine verknüpfte Kette von Ereignissen. These are events, that is to say, they are moments of activity which are linked. Es sind Ereignisse, es sind Momente von Aktivität, die miteinander verknüpft sind. It's not entities which are being linked. Es sind nicht Entitäten, nicht Dinge, die da miteinander verknüpft sind. So, the sense of I is a moment of arising. Dieses Empfinden von Ich ist also ein Augenblick von Erstehen. Because it's repeated again and again, it seems to have an enduring existence. Und weil es wieder und wieder wiederholt wird, scheint es eine dauerhafte Existenz zu besitzen. So, being free of thoughts includes the sense that I and everything I can say about myself, or you and everything I can say about you, is just a movement, just a flow, just another thought. Und so bedeutet, frei von Gedanken zu sein, die Erfahrung, dass alles, was Ich ist und was über dieses Ich gesagt werden kann, und alles, was Du ist und was über dieses Du gesagt werden kann, nichts anderes ist als ein Fluss von Gedanken ist oder eine andere Art von Gedanke wiederum. The beginning of freedom is to recognize that I don't have to
just because I can. Der Anfang von Freiheit beruht in der Erkenntnis, dass nicht der Zwang zu handeln besteht, nur weil ich handeln kann. Because it's our capacity to do things which brings this wrapping and wrapping and wrapping of energy. Denn es ist genau unsere Fähigkeit, Dinge zu tun, die dieses sich einhüllen und nochmal einhüllen von Energie bewirkt. So, when a thought arises in your mind, we don't have to do anything. Wenn ein Gedanke in unserem Geist entsteht, haben wir also überhaupt nichts damit zu tun. If you're sitting on your own in meditation, a thought might come, I need to go to the toilet. Wenn wir alleine in Meditation sitzen, kann es sein, dass der Gedanke aufkommt, ich muss zur Toilette gehen. Or I'm thirsty. Oder ich habe Durst. You can sit with it. It's a thought, it will go away. Man kann mit diesem Gedanken sitzen, es ist ein Gedanke und er wird auch vergehen. If you go into the thought, you find your body is getting up and getting a drink. Wenn wir in den Gedanken gehen, werden wir feststellen, dass unser Körper sich erhebt und was zu trinken holt. If you don't merge or link with the thought, it will go free. Wenn wir uns aber nicht mit dem Gedanken verschmelzen, wenn wir nicht in den Gedanken eintauchen, wird er freigesetzt. So in this context, free of thoughts doesn't mean not having any thoughts at all. Und in diesem Kontext bedeutet also frei von Gedanken keineswegs keine Gedanken zu haben. But starting to experience that thoughts are there as a potential which you can engage with if you're going of necessity or for a purpose, but you don't have to. Sondern es ist der Beginn zu erkennen, dass Gedanken stets da sind und ein Potenzial darstellen, mit dem man arbeiten kann, dass man sich engagieren kann, wenn es eine Notwendigkeit dafür besteht, dass wir aber nicht unbedingt tun müssen. Just like if you want to lose weight, you have to recognize that, but just because there is food there, you don't have to eat it. Genauso wie wenn man Gewicht verlieren möchte, man erkennen muss, dass nur weil Nahrung da ist, es nicht heißt, dass man sie auch essen muss. I grew up after the Second World War. Ich bin aufgewachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. And it was always the sense, then don't waste food. Und da war so ein Empfinden generell vorhanden, verschwende keine Nahrung. Eat it up. Iss es auf. So, in that sense, don't let it go to waste. Also in diesem Sinne, lass es nicht verschwenden. But if you apply that principle, then you find yourself eating and drinking a lot. Aber wenn man diesem Prinzip folgt, dann wird man feststellen, dass man dann eine ganze Menge isst und trinkt. In reaction to a circumstance which has changed. Als Reaktion auf Umstände, die sich eigentlich verändert haben. So it's the same when we make this movement into meditation. Das Gleiche trifft zu, wenn wir diese Bewegung in die Meditation hineinmachen. We have to start thinking that the war of samsara is over. Müssen wir anfangen zu denken, dass der Krieg von Samsara vorbei ist. We don't need to fill every cupboard with lots of thoughts and plans. Wir müssen nicht jede frei werdende Stelle auf unserem Regalbrett mit neuen Gedanken und Plänen füllen. And greedily consume as much as we can. Und gierig davon so viel konsumieren, wie wir nur können. But nowadays in the culture we think, oh yeah, plenty of food around, that's good, we don't need to eat it. Heutzutage ist die Kultur so, dass es einfach eine ganze Menge Nahrung um uns herum gibt, aber wir müssen es nicht essen. Plenty of thoughts around, we don't need to get involved. Es gibt auch eine ganze Menge Gedanken um uns herum, aber wir müssen uns nicht auf sie einlassen. There's no end to thoughts. Gedanken haben kein Ende. Buddha said that. Das ist der Buddha, der das sagt. It seems to be true. Und es scheint wahr zu sein. So the next thought that arrives is not your one and only chance. So dass der nächste Gedanke, der aufkommen wird, ist nicht unsere einzige und letzte Chance. If you miss that bus, another one will come. Wenn wir diesen Bus verpasst haben, wird der nächste kommen. So the more we get that sense, oh yeah, this is just stuff. It only becomes important if I become involved in it. Und so können wir mehr dieses Empfinden entwickeln, dass das bloß Zeug ist und dass dieses Zeug nur dann wichtig wird, wenn ich mich darin verwickle. So this is the basis that he's describing as free from thoughts. Das ist die Grundlage für die Beschreibung frei von Gedanken. Then he says, while peaceful and relaxed in that state, suddenly shout pet with much force and intense vigor. Dann heißt es, während du friedlich und entspannt in diesem Zustand verweilst, schreie plötzlich Pet mit viel Kraft und intensiver Energie. So, body should be relaxed.
just feeling open. The voice also relaxed. Körper sollte also entspannt sein, die Stimme sollte auch entspannt sein, der Körper fühlt sich nur offen. Then we allow this sound of pet Dann gestatten wir den Klang von Pet to arise very strongly and forcefully. Sehr, sehr stark und kraftvoll aufzukommen. And we imagine it coming up right through us, right out of the top of our head. Und wir stellen uns vor, dass dieser Klang von unten durch uns hindurch kommt und aus dem Scheitel herauskommt. A bit like if you had a blocked drain, you can send high pressure water down it and push the obstruction through. So wie wenn wir ein verstopftes Rohr haben, könnten wir ja sozusagen Wasser unter Druck setzen und Druckwasser da durchschicken und dann wird es plötzlich freigesetzt. So we're trusting the force of the pet. We're not pushing hard in a way that's likely to tense us up and bring attention. Wir setzen also das Vertrauen auf die Kraft von diesem Pet. Es ist nicht so, dass wir es selbst irgendwie durch Druck und Kraft versuchen hochzudrücken. So in that way, it just flows right straight out and through you. Und wie gerade vorgeführt, fließt es einfach geradeaus durch einen hindurch. And he says, wonderful. Und dann heißt es wunderbar. He says, explains nothing at all. Und er erklärt nichts, überhaupt nichts. Shocked open. In die Offenheit schockiert. So the function here is to take the subtle layers of thought, sensations, emotion, which acts almost in a kind of subconscious way as the foundation out of which the more elaborated thoughts arise, and just sweep it away. Und die Funktion hier ist, diese subtileren Schichten von Empfindungen, Gedanken, Emotionen zu nehmen, die ja als die Grundlage, als die Basis für die Entwicklung von mehr elaborierten Gedanken dient und sie alle wegzufegen. It's a bit like if you're eating your breakfast outside and a wasp comes. Ein bisschen wie wenn man draußen frühstückt und eine Wespe kommt. The wasp is very interested in the ham or the jam. Dann ist die Wespe sehr an dem Schinken oder an der Konfitüre interessiert. But when you put the food in your mouth, you don't want the wasp coming in with it. Aber wenn man die Nahrung in den Mund führt, möchte man nicht gerne die Wespe mit dabei haben. So you try to flick it away. So versucht man die irgendwie fortzuscheuchen. But wasps are quite resilient. Aber Wespen sind sehr ausdauernd. They will come back. Sie werden zurückkommen. So don't worry that you'll lose all your thoughts forever. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr alle Gedanken für immer verlieren werdet. We simply create a small moment in which there is nothing there. Wir erschaffen lediglich einen kleinen Augenblick, wo nichts da ist. We're just open, Wir sind lediglich offen. not resting on anything. Wir ruhen auf nichts. The familiar terms of reference, the familiar anchor points across which we draw the lines of our existence, these are gone. Die verschiedenen familiären Bezugspunkte, die verschiedenen Punkte, an denen wir sozusagen Anker werfen und mit Schnüren verknüpfen, um sozusagen unsere Existenz zu definieren, all dies ist weg. He says, in this astonishment there is unimpeded directness. Und dann heißt es hier, eine allumfassende, in dieser Verwunderung ist ungehinderte Unmittelbarkeit. That is to say, we are not going from here to there on the basis of working something out. Und das bedeutet, dass wir nicht irgendwie von da nach dort streben auf der Grundlage von irgendeiner Herausarbeitung von etwas. But because it's open, there is no limit. Sondern weil es offen ist, gibt es da keine Grenze. And this is why he began this section by saying, regarding the view of infinite vastness, he links it to this first point. Und das ist der Grund, warum dieser Abschnitt mit der Aussage, die Sichtweise ist unendliche Weite begann. Das ist genau der Punkt, mit dem das hier verknüpft ist. In the moment just after saying this, there is this infinite vastness. In dem Augenblick unmittelbar nach dem Aussprechen dieses Pet ist da eine unendliche Weite. A state devoid of any limitation, any content, it has no color, no shape, it doesn't
rest on anything. Es ist ein Zustand ohne Inhalt, ohne Form, Farbe, ein Zustand, der auf nichts Bestimmten beruht. But it's not a state of unconsciousness. Aber es ist zugleich kein Zustand von Bewusstlosigkeit. You are present in that state. Wir sind in diesem Zustand gegenwärtig. But you're not present as yourself. Aber wir sind nicht als wir selbst gegenwärtig. Because none of the terms of reference out of which you construct your usual sense of self are present. Denn keine von diesen Bezugspunkten, aus dem heraus wir unser gewöhnliches Empfinden von uns selbst konstruieren, ist anwesend. So, this is the introduction into the presence in the natural state. Und das ist die Einführung in die Präsenz, in die Gegenwärtigkeit im natürlichen Zustand. This state is inseparable from the flow of arising. Dieser Zustand ist untrennbar vom Fluss des Erscheinens. So, it's born together with it. Und dann wird man gleichzeitig damit geboren. It's not that you can throw away everything that you know and come to this happy land where there's just nothing at all. Es ist keineswegs so, dass man alles, was man kennt, so wegwerfen könnte und dadurch dann zu einem glücklichen Land gelangen könnte, wo es nichts an sich gibt. Because the very nature of this openness is hospitality. Denn die eigentliche Natur dieser Offenheit ist Gastfreundschaft. So, it is the host and also in a sense the source of everything which is occurring. In diesem Sinne ist es der Gastgeber und in einem gewissen Sinne auch die Quelle von allem, was erscheint. But just for a brief moment, there is infinite openness. Aber für einen kurzen Augenblick zumindest gibt es da eine unendliche Offenheit. And then he says that this is a total directness that is inexpressible. Dann heißt es hier, eine allumfassende Direktheit, die sich nicht ausdrücken lässt. Our language is constellated around phenomena. Unsere Sprache konstelliert sich um Phänomene herum. Phenomena or things which some of which seem to have a substantial identity, some a more nebulous or fantasized identity, but nonetheless there's some sense of something we're talking about. Es können Phänomene sein, die scheinbar eine relativ greifbare Realität haben. Es können aber auch Phänomene sein, deren Identität gewissermaßen eher sozusagen nebulös oder der Fantasie entspringen ist. Aber was auch immer es ist, wir scheinen das Gefühl dafür zu haben, dass wir über etwas Konkretes reden. But this is a state where no frame of reference can be applied because every frame of reference is gone. Dies aber ist ein Zustand, in dem kein Bezugsrahmen angewendet werden kann, weil alle Bezugsrahmen verschwunden sind. So we can't say anything about it. Und deswegen können wir darüber auch nichts aussagen. And yet it's absolutely, infinitely there. Und doch ist es absolut und unendlich da. He says, recognize the awareness of the natural mode. Und dann heißt sie, erkenne die Bewusstheit der natürlichen Seinsweise. Natural mode here means this quality of the Buddha's mind, sometimes called Dharmakaya. Ein natürlicher Modus oder Seinsweise ist etwas, sozusagen die Qualität des Geistes des Buddha und wird gelegentlich Dharmakaya bezeichnet. That this quality of open awareness that is not resting on any phenomena, that is there from the very beginning, a natural luminosity, this is the mind of the Buddha. Und das ist die Qualität von unendlicher Offenheit, die auf nichts beruht, eine sozusagen unendlichen Leuchtendheit. Und das ist die Qualität des Geistes des Buddha. So then he quotes this first statement of Garab Dorje and says, direct introduction on one's real nature is the first essential point. Und hier zitiert er die erste Aussage von Garab Dorje, die da sagt, direkte Einführung in die eigene wahre Natur ist der erste essentielle Punkt. In the Tibetan it means sort of meeting exactly on one's own nature. Und im Tibetischen drückt es aus, dass wir exakt sozusagen auf den Punkt der eigenen
Natur uns treffen. So it's not that I am being introduced to something, Das heißt, das ist nicht so, dass ich in etwas oder zu etwas eingeführt oder vorgestellt werde, but rather I am coming into my own state, sondern es ist eher so, dass ich in meinen eigentlichen Zustand komme. a state which I have always already been in. Ein Zustand, in dem ich eigentlich schon immer war. We could say recognition, Wir können also sagen, erkennen, but it's not a recognition. ist aber nicht ein Wiedererkennen. It's not on the basis of a conceptual identification. Oh, I know what this is. Und das ist auch kein Erkennen im Sinne einer konzeptuellen Erkenntnis von Wissen, was es ist, It's a being at home in oneself. sondern es ist wie ein Zuhause-Sein in sich selbst. Sometimes people describe it as a sense of coming home, Manche beschreiben das als ein Empfinden von nach Hause zurückkommen, but one hasn't been away from it. aber eigentlich war man auch niemals weg davon. So it's awakening at home, or like in other example that you wake up in your own bed. Es ist also ein Wiedererwachen im eigenen Haus oder vielleicht zu sagen im eigenen Bett. You've been sleeping in your own bed. Du hast in deinem eigenen Bett geschlafen. In your dream or nightmare, you may have gone many different places, In deinem Traum oder auch Albtraum könntest du an vielen verschiedenen Orten gewesen sein. but you wake up where you've always been. Aber du wachst auf, wo du schon immer warst. And as soon as you do that, where you've been in terms of the dreams, the nightmares, you recognize what they are. Und wenn du das tust, indem du erwachst, erkennst du die Träume oder auch die Albträume als das, was sie sind. All these phenomena that seem so real, so self-existing, to have so much power, we recognize as an illusion, a fantasy, like a dream. All diese Phänomene, die so selbst, aus sich selbst heraus bestehend erschienen sind, so real, so mächtig auch uns gegenüber, erkennen wir als das, was sie sind, als illusorisch, als eine Art Traum. So on the outer level, I can give some explanation about this, and this in a sense is an introduction. Auf einer äußeren Ebene kann ich einige Erklärungen dazu geben und in diesem Sinne ist es eine Einführung. That is to say, I introduce you to the nature of your mind. Das würde heißen, ich führe euch ein in die Natur unseres Geistes. But this is just words. Und dies sind natürlich nur Worte. Each of us has to try to get as close a sense of this as possible. Jeder von uns muss versuchen, so nah ein Empfinden, ein unmittelbares Empfinden davon zu bekommen, wie es nur möglich ist. And then we take it into the practice. Und dann nehmen wir dieses Empfinden in die Praxis hinein. Because it's through the practice that the direct experience occurs. Denn es ist durch die Praxis, dass die unmittelbare Erfahrung erscheint. It's not, if this was merely some kind of intellectual analysis, we could just keep talking and talking forever and hope that each form of description would somehow be interesting or fascinating or open up new pathways or this or that. Wenn das lediglich sich hier um eine intellektuelle Analyse handeln würde, dann könnten wir natürlich endlos darüber weiterreden und hoffen, dass im Laufe dieses Redens durch die verschiedensten Formulierungen, die man dafür haben kann, der eine oder der andere Aspekt klarer würde oder irgendwie einen neuen Weg zum Verständnis öffnen würde. But for each of us, we have our own pattern of habitual constructions. Aber jeder von uns hat sein eigenes Gewohnheitsmuster, gewohnheitsmäßigen Konstruierens. Some people are very, very sensitive to the life of their body. Manche Menschen sind sehr sensitiv gegenüber dem Eigenleben des Körpers. They live a lot in the domain of sensation. Das heißt, sie leben ganz stark im Gebiet ihrer eigenen Körperempfindungen. For other people, their body hardly influences their existence at all. Für andere beeinflusst ihr Körper ihre Existenz kaum. Their primary center of identification is their emotions, how they feel. Ihr primäres Zentrum von Identifikation sind ihre Emotionen, also wie sie fühlen. And for other people, it's more their thoughts. Und für wieder andere sind das mehr die Gedanken. So, in the practice, each of us is encountering the particular ways in which our energy gets tied in knots. Sodass in der Praxis jeder von uns auf eine ganz besondere Weise der Form begegnet, in der die eigenen Energien verknotet sind.
These knots, again, appear to be real from one point of view, Und diese Knoten erscheinen von einem Standpunkt aus als real. but the more we get into the practice, we see that they're like a snake untying themselves. Aber je mehr wir in die Praxis kommen, sehen wir, dass sie wie eine Schlange sind, die sich selbst entrollt. The snake is still snake, while it seems to be all coiled up and knotted. Eine Schlange ist immer noch eine Schlange, auch wenn sie sich irgendwie verwurschtelt hat und verknotet hat. As soon as it moves, it comes free. Sobald sie sich bewegt, kommt sie frei davon. In the same way, what appears from one point of view to be so limiting, so powerful, so definitive of who we are, In der gleichen Weise, was also so definierend, so mächtig und so stark begrenzend, einschränkend definierend, wer wir sind, zu sein scheint, as soon as we allow the sense that these are movements, we see that they are moving towards freedom all the time. und sobald wir aber ihnen gestatten, sich zu bewegen, die Empfindung von Bewegung zuzulassen, sehen wir, dass sie sich in Richtung auf Freiheit bewegen, und zwar immer. So maybe you are caught up in some negative thoughts. Vielleicht sind wir also befangen in irgendwelchen negativen Gedanken. You might think, I'm stupid, Vielleicht denken wir, ich bin dumm I'm unlovable, oder ich bin nicht liebenswert. my life's a waste of time. Mein Leben ist ein Zeitverlust, Zeitverschwendung. If that kind of thought has been running for some time, it takes on an emotional intensity. Wenn ein solcher Gedanke für eine ganze Weile besteht, dann nimmt er auch eine gewisse emotionelle Intensität an. The thought arises, I'm stupid, So kommt also der Gedanke auf, ich bin idiotisch, and then it goes. und dann geht er wieder. As it was arising, it was already leaving. Während er stand, war er bereits schon auch am Gehen. Like when you see on a still pond a trout suddenly jumping and then it's gone. Wenn man an einem stillen See steht, kann man manchmal eine Forelle sehen, die hinausspringt und wieder plötzlich verschwunden ist. The whole movement of the trout was a big arc and you see just one little piece of it. Die ganze Bewegung dieser Forelle war ein großer Bogen und wir sehen nur ein kleines Stückchen davon. We say, oh, that's a trout. Wir sagen, oh, das ist eine Forelle. But actually it was a movement. Aber in Wirklichkeit war es nur eine Bewegung. The trout is just moving. Die Forelle bewegt sich nur. And it's the same with ourselves. We think, oh, I'm so stupid, I always get these things wrong, oh, I hate myself. Und das Gleiche mit uns selbst. Wir denken, oh, ich bin so idiotisch, ich mache das immer auf gleiche Weise falsch, ich hasse mich. But this is just a movement of energy. Aber das ist nur die Bewegung von Energie. When you're inside that, it knots you, you get tied up, you hate yourself, it seems so, what's the purpose, I don't understand, I've been doing this for such a long, all this solid. Wenn man darin verwickelt ist, dann scheint das so zu sein, dass man sagt, das ist wirklich so idiotisch, ich mache das die ganze Zeit, ich hasse mich dafür, es erscheint so festgefügt. But each of these blows is a movement. Aber jede dieser Schläge ist eine Bewegung. This is all there is. Beginning, middle, end. Beginning, middle, end. Das ist alles, was es gibt. Ein Anfang, eine Mitte und ein Ende. So, when we open into the practice, it transforms the sight that we're looking from. Wenn wir uns also in die Praxis hinein öffnen, dann transformiert sie diesen Sitz dessen, was wir anschauen. So instead of there being a sense of an individual self that is attacked or persecuted by these thoughts, Also anstelle einer Empfindung eines individuellen Selbst, das von diesen Gedanken angegriffen oder verfolgt wird, in that awakening into the openness, we experience the thoughts arising and passing. in diesem Erwachen in die Offenheit erfahren wir stattdessen die Gedanken als etwas, das ersteht und dann wieder vorübergeht. And then we start to see them for what they are. Und dann beginnen wir sie als das zu sehen, was sie sind. The movement we saw in the water was both a trout and just a movement of color and form. Die Bewegung, die wir im Wasser sahen, war einerseits die Forelle, andererseits aber auch bloß Bewegung und Form und Farbe. The trout doesn't think it's a trout. Eine Forelle denkt nicht, ich bin eine Forelle. We think it's a trout. Wir denken, dass es eine Forelle ist. This is going from us onto the situation. Das geht von uns aus in die Situation.
in the movement of the thought, in providing a fixation, a fixity, a definition, transforms a ceaseless movement, the ceaseless flow of these evanescent movements, into a sequence of entities. Indem wir versuchen, den Gedanken eine Identität zu verleihen, transformieren wir einen ununterbrochenen Fluss von flüchtigen Augenblicken in eine diskrete Folge von Entitäten, von Dingen. And that's the basis of all the knots we have. Und das ist die Grundlage für all die Verknotungen, die wir haben. In which we reflect on our situation again and again in the same way and come to these conclusions and everything tightens up. And then acting from these tightened places, we tend to make restricted actions which bring more problems. Indem wir wieder und wieder die Situation in der gleichen Weise reflektieren und sozusagen irgendwie mehr eingrenzen, anspannen und aus dieser Anspannung und Eingrenzung heraus dann immer wieder in derselben Weise handeln und immer wieder sozusagen das Problem weiter erschaffen und neue Probleme erschaffen. Okay, so we can do some of the practice now. Wir können etwas von dieser Praxis jetzt durchführen. We're doing it in a room together. Wir machen das hier im Zimmer zusammen. So you're not just experiencing the sound you make yourself, but also the sounds of others. Und dann erfahren wir natürlich nicht nur einfach den Klang, den wir selber produzieren, sondern auch den Klang von anderen. And this makes it more difficult in many ways to experience just the opening. Und das macht es in vielerlei Weise schwieriger, bloß diese Öffnung zu erfahren. So after lunch, there's time to go out into the countryside and find your own place and do the practice there. Und so ist also nach dem Mittagessen dann Zeit, alleine rauszugehen, irgendwo sich einen schönen Ort zu finden, hier auf dem Grundstück und das alleine zu machen. Because for the purposes of this practice, the key thing is just the instant after you say the pad. Denn der Hauptzweck dieser Praxis ist genau dieser unmittelbare Augenblick, nachdem man das Pad gesagt hat. If you really do it, what other people are doing is not going to be so disturbing. But at first it takes a while to get into the full strength. Wenn man das wirklich tut, wenn man genau diesen Augenblick anschaut, dann wird das, was andere Leute tun, vielleicht nicht so störend sein, aber es braucht eine Weile, bis man sozusagen in die volle Kraft dieser Praxis kommt. So we want the belly to be relaxed and free. Wir sorgen dafür, dass unser Bauch entspannt und frei ist, so that the full force of the air can come up right through you and through the top of your head. so dass die volle Kraft der Luft sozusagen von unten aufsteigen kann durch unseren Körper und bis nach oben in den Kopf, hoch und raus. And this syllable pet carries the idea of cutting. Und diese Silbe Pet, die trägt die Idee des Schneidens. It's to cut something free. Wir schneiden etwas los, frei. So it carries a force, an aggressive force, so it's pushing through. Es trägt durchaus eine aggressive Kraft, die sozusagen durchstößt. So in this way we can mobilize the energy of anger towards the path of liberation. In dieser Weise können wir die Energie des Zornes auf den Weg zur Befreiung mobilisieren. These thoughts are not fundamentally so dangerous. Nature is empty, but for our purposes, we can imagine them as some dangerous criminals who are coming to rob us and harm us. Diese Gedanken sind natürlich nicht an sich in irgendeiner Weise wirklich gefährlich, denn sie sind frei von jeder inhärenten Existenz, aber für diesen Zweck ist es durchaus möglich, sich die Gedanken vorstellen als gefährliche Kriminelle, die hierher erscheinen, um uns zu berauben. So this force of Pat is also saying, don't mess with me. This is an irresistible force. So dass diese Kraft, dieses Pet sagt, versucht hier nicht mit mir irgendwie ins Gehege zu kommen. Das hat eine gewisse Unwiderstehlichkeit. Which should sweep everything aside. Und diese Kraft, die wird alles wegfegen. So we begin just by sitting in a relaxed way. Wir beginnen, indem wir entspannt sitzen. Nothing particular to think about. Es gibt nichts, worüber wir denken müssten. And then, if you experience
some kind of certain moment you feel a bit sort of closed or some tension. Wenn wir dann in einem gewissen Moment das erfahren, dass wir etwas verschlossen sind und eine gewisse Anspannung haben, then just release this sound and you can make it as loud and as strong as you can. dann entlassen wir diesen Klang und wir machen ihn so stark und so kraftvoll, wie wir nur können. Because one of the things we're also cutting through is social embarrassment. Denn eines der Dinge, durch die wir hier auch durchschneiden, ist soziales Beschämtsein, Prohibitions on fully expressing ourselves, Eingrenzungen, Verbote, sich selbst vollständig auszudrücken. all the messages that we got in childhood to inhibit ourselves and not take up too much space. All die Botschaften, die wir vielleicht als Kinder bekommen haben, uns selbst einzugrenzen, zu beschränken und nicht zu viel Raum einzunehmen. Like a mother who sees some dog going to attack her child, her little baby, approach this with full force. Really something is at stake here. Eine Mutter, wenn sie sieht, dass ihr Baby von einem gefährlichen Hund angegriffen wird, sie natürlich vollen Einsatz zeigen, volle Kraft zeigen, weil sie weiß, dass hier etwas auf dem Spiel steht. Okay, so let's try this for a while. Are there any questions before we do? Anyone? Lasst uns das mal für eine Weile probieren. Gibt es Fragen vorher, bevor wir anfangen? And this is a practice that designed to shake the usual frame of reference, so you're likely to get a bit wobbled from it. If you're already feeling rather wobbled, then you need to observe your own capacity. Das ist natürlich eine Praxis, die dazu dient, sozusagen die gewöhnlichen Beschränkungen, Begrenzungen zu zerstören. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn man so nachher ein bisschen flatterig davon wird. Wenn wir jetzt schon flatterig sind, dann ist es wichtig, ein bisschen auch so dem Maß der eigenen Befähigung Achtung zu zollen. And you can do it with your eyes open or closed. Make some experiments, see what's easy for you. Wir können das mit geschlossenen oder mit offenen Augen machen. Wir müssen das selbst ein bisschen experimentieren und schauen, was für uns einfach ist. Okay.
So this is, as I say, a practice best done on your own for this purpose. Sometimes it's good to do it together, but mainly on our own for this purpose. Das ist also eine Praxis, die, was diesen Zweck anbetrifft, am besten alleine ausgeführt wird. Natürlich gibt es andere Zwecke, für die es auch gut ist, es gemeinsam zu machen. So after lunch we can meet here together and I give some more instruction, then we can go out into the country and do practice. So dass wir nach dem Mittagessen hier zusammenkommen können. James wird dann noch einige Instruktionen geben, dann können wir auf eigene Faust sozusagen draußen weitere Praxis machen. And as I described before, with any of these practices, they have two aspects. One is the practice itself, and the other is the side effect. Diese Praxis hat zwei Aspekte. Die eine ist sozusagen der Zweck der Praxis selbst und dann gibt es Seiten oder Nebenwirkungen. Because as you do it, what you'll start to see is your own particular patterns of resistance. Denn während wir es machen, können wir dann auch die eigenen Muster des Widerstandes erkennen. It's a way of getting to know yourself. Das ist also ein Mittel, auch sich selbst kennenzulernen. You make the path, and then what happens? Wir machen das Pad und was geschieht dann? Maybe the space seems to be immediately filled with stuff. Vielleicht ist der Raum sofort auf der Stelle mit Zeug gefüllt. What is this stuff? Was aber ist dieses Zeug? This is this subtle underlay of the construction of your ordinary sense of self. Das ist dieser subtile Untergrund, der sozusagen aus dem die gewöhnliche Konstruktion unserer Selbstempfindung heraus geschieht. Sometimes down in the plains you see a meadow that's a little bit dipped in the middle. Manchmal in den Ebenen sehen wir eine Wiese und sie ist vielleicht ein bisschen in der Mitte vertieft. And if you walk across that middle bit, your feet start to get a bit wet. Und wenn man sozusagen über diese Wiese läuft und durch die Mitte dieser Senke geht, werden unsere Füße etwas nass. Because there is a little stream running just under the earth. Denn dort gibt es vielleicht eine kleine Strömung unmittelbar unter der Erde. It's normally invisible. Normalerweise unsichtbar. In the same way, each of us has these streams of associations, preoccupations, which are the basic resources out of which we construct ourselves moment by moment. Und in der gleichen Weise hat jeder von uns diese kleinen Untergrundströmungen von Assoziationen, aus denen die sozusagen die grundlegenden Ressourcen bereitstellen, aus denen wir unser Selbstempfinden Moment für Moment konstruieren. So don't be worried when you experience these things. Macht euch also keine Sorgen, wenn ihr dies erfahrt. It's showing the more subtle imprisoning factors which we live within. Das zeigt lediglich die subtileren, uns gefangen nehmenden Faktoren, in denen wir leben. You want then to move between sitting with them and just observing their own dynamic nature. Wir werden dann es wählen, sozusagen uns zwischen zwei Dingen zu bewegen. Einerseits mit ihnen zu sitzen und ihre dynamische Bewegung, ihre dynamische Natur zu beobachten. And then using the pet to clear a space. Und dann dazwischen wiederum das Pad zu benutzen, um den Raum wieder sauber zu fegen. You can also say pet many, many times in a row to keep clearing and clearing. Wir können auch diese Pads sehr häufig schnell hintereinander sagen, um das Aufräumen gewissermaßen aufrechtzuerhalten. But as I was indicating earlier, although this has the quality of a kind of aggression or the use of anger, Ja, obgleich das, wie James schon vorher sagte, das auch eine Qualität von Aggression oder den Gebrauch von Zorn beinhaltet. the key thing is not to become angry with yourself. Dennoch ist der Schlüsselpunkt hier nicht zornig über sich selbst oder mit sich selbst zu werden. You're not attacking yourself. Es ist nicht so, dass wir uns selbst angreifen. If you get into that, then actually what you will do is be pushing against yourself, and that will just provoke more disturbance. Wenn wir das tun würden, dann würden wir nichts anderes tun, als auf uns selbst Druck auszuüben und das würde mehr Störungen hervorbringen. This is a practice that many people have done over the centuries, and it's really quite effective. Das ist eine Praxis, die wohl erprobt ist, dadurch, dass viele Praktizierende sie über die Jahrhunderte ausprobiert haben. So then he gives more description. Then whether dispersed or still,
angry or desireful, happy or sad, at all times and in all situations recognize the natural mode that has been understood. Dann kommen hier einige weitere Erklärungen. Dann heißt, dann ganz gleich, ob du zerstreut oder still bist, zornig oder voller Begierde, glücklich oder traurig, erkenne zu allen Zeiten und in allen Situationen die natürliche Seinsweise, die zuvor verstanden wurde. So, the central point here is that when we have the experience of the openness, Und der zentrale Punkt hier ist, dass wenn wir die Erfahrung der Offenheit haben, this infinite vastness, diese unendliche Weite, it has no limit. diese Weite hat keine Grenzen. Nothing, therefore, could be coming from outside it. Daher könnte auch nichts da sein, was von außen davon käme. So where do all these multitudes of thoughts, feelings and sensations come from? Wo also kommen all diese Vielfachheiten von Gedanken, Empfindungen und Emotionen her? They are the energy of the natural state. Sie sind lediglich die Energie des natürlichen Zustandes. This is often said to be the one point that changes everything. Oft heißt es davon, dies ist der einzige Punkt, der alles verändert. That is to say, if you look at your life and you see you have many different kinds of difficulties and problems, Das heißt, wenn wir unser Leben anschauen und sehen, wir haben viele verschiedene Arten von Schwierigkeiten und Problemen, you don't have to solve them all one by one by one. If you get this essential point, then whatever the condition of yourself, angry or desireful, happy or sad, whatever your situation, recognize that this is just the movement of the natural condition. so, obwohl es diese Vielfachheit von Dingen gibt, gibt es keinen Grund, sie sozusagen eins nach dem anderen lösen zu wollen, sondern in was auch immer Zustand du bist, ob du jetzt traurig oder voller Begierde bist, ob du glücklich oder traurig bist, was auch immer dein momentaner Zustand ist, erkenne diesen Zustand als einen Ausdruck der Bewegung der Energie des natürlichen Zustands. This teaching is very difficult for the followers of religion. Diese Unterweisung ist für Anhänger einer Religion sehr schwierig. Because religions always offer the idea that somewhere there is a happy land where everything is lovely. Die Religionen bieten immer diese Vorstellung an, dass es da ein liebliches, glückliches Land gibt, wo alles toll ist. A place where bad things don't arrive. Und ein Platz, an dem schlechte Dinge nicht passieren. So up in heaven there is a gatekeeper. So dass da zum Beispiel im Himmel es einen Torwächter gibt. And Peter has a big key. Und Petrus hat also da einen großen Schlüssel. And if you don't pass his identity check, Und wenn wir seinen Identitätsüberprüfungen nicht standhalten, you won't get in. dann werden wir nicht reingelassen. Because everyone on the inside is good. Denn alle, die auf seiner Seite sind, sind gut. And if we keep the troublemakers out, we'll all be happy. Und wenn wir nur die Schwierigkeitenmacher raushalten, dann werden wir alle glücklich sein. What is the practice here is something completely different. Was hier aber die Praxis ist, ist was völlig anderes. It would say that actually if you observe your own situation rather than constructing fairy tales for children, you find something else is going on. Das drückt aus, dass wenn wir unsere wahre Situation beobachten, statt Märchen für Kinder zu konstruieren, werden wir etwas ganz anderes vorfinden. The answer doesn't lie in the object. Die Antwort liegt nicht im Objekt. If only we had a nice party where everybody was very sweet and polite, then we'd all have a lovely time. Wenn wir nur eine nette Party hätten, wo alle nett und süß wären, dann würden wir wirklich eine schöne Zeit haben. It just takes one troublemaker to spoil things. Aber es braucht nur einen einzigen, der Schwierigkeiten macht, um das zu verderben. That's why we have Guantanamo Bay. Dafür haben wir dann Guantanamo Bay. So the vision here is quite different. It says that the mind's nature from the very beginning is open and empty, indestructible. Und die Vision hier ist eine völlig andere. Es sagt, die Natur des Geistes ist von allem Anfang an offen und leer und darin unzerstörbar. Therefore, don't worry about controlling the object. Daher mache dir keine Sorgen darüber, die Objekte zu kontrollieren. Many things come. Viele Dinge werden kommen.
Till now, nobody has ever been found who could control whatever was going on. Bis jetzt ist niemand gefunden worden, der in der Lage wäre, alles, was vor sich geht, zu kontrollieren. We don't have to control them. Und wir müssen sie auch nicht kontrollieren. We control things out of fear and desire. Wir kontrollieren die Dinge lediglich entweder aus Angst oder aus Begehren. Sometimes bad things happen. Manchmal geschehen aber auch schlechte Dinge. We feel lonely and sad, we feel hopeless. Wir fühlen uns dann alleine und traurig und hoffnungslos. This feeling arises, Dieses Gefühl entsteht, it's there. und dann ist es da. What is it telling me about? Worüber spricht denn dieses Gefühl eigentlich? It's telling me about itself. Es spricht über sich selbst. It's saying, I am a sad feeling. Es sagt, ich bin ein trauriges Gefühl. I'm lonely. Please give me a home. Ich bin so alleine, gib mir eine Heimat. We say, oh, don't worry, you can come and live with me. Und dann sagen, mach dir keine Sorge, du kannst reinkommen und mit mir zusammenleben. It's like that. So, when we do the practice, we don't have to make these things bad. Wenn wir also die Praxis ausführen, müssen wir diese Dinge, die da aufkommen, nicht irgendwie schlecht denken. They are just what they are. Sie sind bloß, was sie sind. And they come and they go. Und sie kommen und sie gehen. So, but if we become hopeful when a good thing comes, or very frightened when a bad thing comes, Wenn wir aber anfangen, sehr hoffnungsvoll zu sein, wenn gute Dinge kommen, und sehr erschrocken, wenn schlechte Dinge kommen, this just takes us back into the energy of reactivity. dann bringt es uns bloß zurück in die Energie der Reaktivität. Feeling, I can be helped by good things, Das ist das Empfinden, es kann mir geholfen werden durch gute Dinge I can be harmed by bad things. und es kann mir geschadet werden durch schlechte Dinge. And that's the point where we forget the natural condition, which Das is ist- not... Sorry. Und das ist der Punkt, an dem wir die natürliche Seinsweise vergessen, Which is a condition which is not altered or changed by whatever is occurring. und das ist eine Seinsweise, die überhaupt nicht verändert oder alteriert werden kann durch die Dinge, die erscheinen. This is very unusual. This Eine is not our normal way of thinking about life. sehr ungewöhnliche Sichtweise, es ist nicht unsere gewöhnliche Denkweise, wie wir das Leben sehen. So when we do the practice on our own and we find ourselves being caught up into the sort of politics of ourselves, of, making things the way we want them to be, then we use this pet just to keep going back, open, open. Wenn wir also die Praxis für uns selbst durchführen und wir dann in einem bestimmten Moment finden, dass wir wieder verwickelt sind in unsere interne Politik, also in den Wunsch, die Dinge so geschehen zu lassen, wie wir das gerne hätten, dann ist es der Zeitpunkt, das Pe zu benutzen, um die Dinge zu öffnen und wieder zu öffnen, wieder zu öffnen. So then it says, thus the sun clarity meets the mother's clarity that was previously perceived. Und dann heißt es hier, auf diese Weise begegnet die Sohnklarheit der Mutterklarheit, die zuvor wahrgenommen wurde. This means that the mother clarity is the clarity which you have a little bit of from the explanation, but also from when you do the pet itself. You have this clarity of everything being open. Und das bedeutet, dass wir diese Mutterklarheit haben, ein wenig natürlich von den Erklärungen her, ein wenig aber auch von der Erfahrung, die wir unmittelbar nach dem P haben, indem wir diese völlige Offenheit erfahren. And the son or the child clarity is the clarity that it is generated in the meditation work of constantly unbinding yourself from the habitual lock-on to hopes and fears, accepting and rejecting. Und die Sohnklarheit ist die Klarheit, die wir durch unsere Praxis erschaffen, indem wir sozusagen uns dann in einem kontinuierlichen Prozess des Entwickelns von dieser Verwicklung in diesen ständigen Fluss von Hoffnung, Befürchtung, von Begrifflichkeiten freisetzen, freimachen. And it's very important that this is called the mother and child. Und das hat eine Bedeutung, wichtige Bedeutung, dass das als Mutter und Kind bezeichnet wird. The child comes from the mother. Denn das Kind kommt von der Mutter. When we do the meditation practice, it's not that we are getting better at the meditation.
Wenn wir also die Meditationspraxis durchführen, ist es keineswegs so, dass wir besser in Meditation werden. Otherwise we think, oh, the child is doing it by themselves. Sonst könnte man denken, dass das Kind es sich aus sich selbst heraus machen kann. What we're doing is we are becoming more at home in the natural clarity, which is the state of the mother. Was wir hier tun, ist, dass wir mehr zu Hause sind in der natürlichen Klarheit, die der Zustand der Mutter ist. So it says that the mother and son should meet together because their nature is inseparable. Und das drückt aus, dass Mutter und Sohn zusammenkommen sollten, denn ihre Natur ist untrennbar. And in that state, the energy by which we make effort in the meditation, we see, oh, that is also the energy of the ground itself. Und in diesem Zustand ist die Energie, die wir sozusagen als Mühe, als Bemühung in unserer Meditation erfahren, zugleich wird erkannt als die Energie des Grundes selbst. The ground liberates itself. Es ist der Grund, der sich selbst befreit. We don't get enlightened. Es ist nicht wir, die wir erleuchtet werden. It's not that we somehow get this new state, like getting a bicycle. Es ist nicht so, dass wir auf irgendeine wundersame Weise diesen neuen Zustand bekommen, wie ein neues Fahrrad. But the ground's movement has two possibilities. Sondern es ist die Bewegung des Grundes selbst, die zwei Möglichkeiten eröffnet. As it's traditionally said, there is one ground and two paths. Traditionell sagt man, es gibt einen Grund und zwei Wege. One path is the path of the integration of whatever arises from the ground with the ground. Der eine Pfad ist der Pfad der Integration von was immer aus dem Grund heraus erscheint, in den Grund zurück. And the other path is where what arises from the ground is taken to be something existing in itself. Der andere Pfad ist das, was aus dem Grund heraus erscheint, für etwas aus sich selbst heraus Existierendes zu halten. Both paths have the same ground. Beide Pfade haben denselben Grund, But in the second path there is a forgetfulness of the ground. aber in dem zweiten Pfad besteht eine Vergesslichkeit in Bezug auf den Grund. So when we do the practice, although on one level it appears I am doing the practice, Wenn wir also die Praxis ausführen, dann ist es, obwohl es auf einer Ebene erscheint, als wären wir es, die die Praxis durchführen, the more we come into the practice, we realize this manifestation that calls itself I, me, myself is nothing more than the energy of the ground, always inseparable from the ground. je mehr wir dann mit der Praxis vertraut werden, realisieren wir, dass diese Manifestation, die sich da ich selbst nennt, nichts anderes ist als selbst eine Manifestation der Energie des Grundes. So in that way the ground liberates itself, Und in dieser Weise befreit sich der Grund selbst, as it has always done. so wie es immer getan hat. So it says, remain in the state of inexpressible awareness. Und so heißt es dann hier, verweile in diesem Zustand von Bewusstheit jenseits jeglichen Ausdrucks. It's not like going to a summer camp and then sending a postcard to your mother saying, I'm having a good time here. Also hier geht es dann nicht so, wie wenn man in ein Sommerlager geht und dann seine Mutter eine Postkarte schickt und sagt, mir geht es gut hier. You can't send any messages out Hier gibt es keine Botschaften, die man hinaussenden könnte, because there's nothing to say. denn es gibt hier nichts zu sagen. If it's there, it's there. And it carries the impossibility of speaking for two reasons. One, it doesn't enter into language. Wenn es da ist, ist es da und es trägt nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und das aus zwei Gründen. Die andere ist, dass da sozusagen die Sprache überhaupt nicht eintreten kann. And the second is that it carries a state or quality of satisfaction. Und das andere ist, weil es ohnehin auch die Qualität von Befriedigtheit trägt. Sometimes if you have a very good holiday, you don't send any postcards Manchmal, wenn man sehr gute Ferien hat, schickt man überhaupt keine Postkarten raus. because you're just happy where you are. Denn man ist einfach glücklich, wo man ist. So, talking about these things, we have to be very careful. What is our motive? Wenn wir also über diese Dinge sprechen, dann müssen wir sehr sorgfältig darüber sein, was für Motive haben wir denn überhaupt. The only real reasons for talking about Dharma is either to explain to somebody who asks a question or to ask some questions yourself to get clarification.
Die zwei einzigen Gründe, wirklich über den Dharma zu reden, sind entweder, weil wir selbst gefragt worden sind und etwas auf diese Frage zu antworten haben, oder aber, weil wir selbst eine Frage haben und versuchen, von jemandem, der es beantworten kann, eine Klärung zu bekommen. Talking about Dharma can be turned into gossip, into politics, into a kind of narcissistic self-inflation and so on. Das Sprechen über Dharma kann natürlich in vielerlei Dinge verwandelt werden. Es kann einfach eine Form von Klatschgerede sein, es kann eine Form des Politikbetreibens sein oder es kann auch eine Art narzisstische Inflation darstellen. It says, again and again destroy stillness, happiness, clarity and dispersal by suddenly exclaiming the word of method and wisdom. Und so heißt es hier, wieder und wieder zerstöre Stille, Glück, Klarheit und Zerstreuung, indem du plötzlich das Wort von Methode und Weisheit ausrufst. This is a central point. Das ist ja ein sehr zentraler Punkt. Because our life is constructed on the basis of phenomena. Denn unser Leben konstruiert sich auf der Grundlage von Phänomenen. We want to know when we've got something. Wir möchten es gerne wissen, wenn wir irgendetwas bekommen haben. Small children want lots of approval. Kleine Kinder wollen eine Menge Bestätigung. If you take them to the swings in the park, they all say, look at me, look at me. Wenn man sie zur Schaukel im Park mitnimmt, dann schreien sie die ganze Zeit, schau mich doch an, schau doch, wie ich das kann. Because they want the validation that their experience is okay. Denn sie wollen eine Bestätigung, dass ihre Erfahrung in Ordnung ist. So, when certain kinds of experience arise, we can take them very seriously. Wenn also gewisse Formen von Erfahrung aufkommen, könnte es sein, dass wir sie sehr ernst nehmen. And think they mean something. Und wir könnten glauben, sie bedeuten irgendetwas. And we then want to hang on to them. Und dann möchten wir natürlich an ihnen festhalten. We can feel still, a state where there's no thought, very relaxed, we're not bothered by anything. Es könnte sein, dass wir uns sehr ruhig fühlen, sehr entspannt fühlen, von keinen Gedanken irgendwie getrübt. Maybe we feel happy. Vielleicht sind wir glücklich. Some rush of energy through ourselves and we think, oh, this is fantastic, I need more of this. Oder wir haben einen sozusagen Andrang von Energie in uns und wir denken, das fühlt sich großartig an, ich brauche mehr davon. Or we have a sense of clarity where everything seems very perfect just as it is. We have a sense of unimpeded understanding, everything is just easy to be with. Oder wir haben einen Sinn für eine Empfindung von Klarheit. Wir haben das Gefühl, dass wir ein ungehindertes Verstehen von Dingen, wie sie sind, haben und dass wir einfach in diesem Verstehen verweilen wollen. Or we could have a state of dispersal where we feel a bit spaced out, but it's also quite nice. Oder wir können einen Zustand von Zerstreuung erfahren, wo alles so ein bisschen diffus wird, aber auch sehr hübsch. Nobody home. Niemand zu Hause. Just a bit empty. Einfach großes Leersein. As we know, people are drawn to this kind of state through smoking drugs and so on. Wie wir wissen, haben diese Zustände eine große Anziehungskraft und man versucht sie durch Drogen und dergleichen zu erreichen. But it says whenever you get into any of these states, the main thing is to destroy them. Und hier heißt es, in welchem Zustand auch immer wir geraten, die Hauptsache ist, sie zu zerstören. That is to say, you will sell yourself short. Oder mit anderen Worten drückt es das aus, dass man sich zu billig verkaufen würde. You could have gold. Wir könnten Gold haben. You go to the land of gold. Wir gehen zu dem Land des Goldes. But instead you fill your hands with fool's gold. Aber stattdessen füllen wir unsere Hände mit Narrengold. Because these states, they look good. In many ways they are good. But they are not the real thing, because they are also constructs. They arise due to causes and conditions, and they will pass in time. Denn diese Zustände, die fühlen sich gut an und sie sind vielleicht in einer gewissen Weise auch gut, aber sie sind nicht wirklich, sie sind lediglich Konstrukte. Sie sind etwas Vorübergehendes, kommt und geht. Sie sind bedingt, sie hängen von Ursachen und Bedingungen ab. Again, the answer doesn't lie in the object. Wiederum, die Antwort liegt nicht im Objekt. And when we do this practice more and more, we come to see that what we take to be I, me, myself is an object, not a subject.
Und wenn wir diese Praxis mehr und mehr tun, gelangen wir auch zu der Erkenntnis, dass selbst das, was wir für uns selbst halten, auch ein Objekt ist. Es ist kein Subjekt. So, I feel happy. Ich fühle mich glücklich. This seems to be a subjective statement. I'm telling you about my experience. Es erscheint ein subjektives Statement. Ich erzähle dir etwas über meine Erfahrung. But who is the one who is experiencing this statement? I am happy. Aber wer ist derjenige, der dieses Statement, diese Aussage erfährt? Ich bin glücklich. The experiencer of the statement is not contained in the statement itself. Der Erfahrene dieser Aussage ist nicht in der Aussage enthalten. But in samsara, in our dimension of fusion and merger and identification, when we say, I feel happy, we are inside it. Aber im Samsara, also in diesem Bereich des Verschmelzens, der Identifikation, der Fusion mit der Identifikation, ist es so, dass wir das Gefühl haben, wenn ich sage, ich bin glücklich, dann bin ich auch glücklich. And so by saying this pet again and again, we separate this false subject from the true natural state of awareness, which is not relying on any particular forms. Und durch die Praxis von diesem Sagen von Pet wieder und wieder trennen wir dieses falsche, untergeschobene Subjekt von dem tatsächlichen natürlichen Zustand, der auf gar nichts beruht und seine Natur nach offen ist. So then he says, meditative balance and subsequent experience are without difference. Und dann heißt es hier, meditatives Gleichgewicht und die nachfolgenden Erfahrungen sind ohne Unterschied. Meditative balance means the state of openness that you have when you're doing the actual practice. And the subsequent experience means being in the world with the movement of phenomena, including self and other. Meditatives Gleichgewicht bedeutet hier die eigentliche Erfahrung, die wir während der Praxis selbst haben, und nachfolgende nachfolgenden Erfahrungen sind also das, was es bedeutet, sozusagen sich in der Welt mit anderen zu befinden, eingeschlossen der Empfindung von einem selbst und anderen, in diese Bewegung, in diese Welt der Bewegung zu sein. And the inseparability of these two is seen as a quality of awakening or enlightenment. Und die Untrennbarkeit dieser beiden wird als die Qualität der Erleuchtung oder des Erwachens gesehen. And this was particularly seen to be the quality of Longchen Rabjam. Und dies wurde insbesondere als die Qualität von Longchen Rabjam gesehen. So, this is again linked to him, who was mentioned in this first point. Und deswegen gibt es hier auch eine Verknüpfung zu ihm, der hier in diesem ersten Punkt erwähnt wurde. So it says, practice sessions and their ending are not differentiated. So remain continuously in the state of non-separation. Und so heißt es dann hier, Praxissitzungen und ihr Ende werden nicht voneinander geschieden. Verweile also kontinuierlich im Zustand der Nichttrennung. So again, people often want to do retreats, or they want to focus on their meditation practice. So, also Leute wollen immer wieder auch Retreats machen oder sich auf ihre Meditationspraxis konzentrieren. And there's a sense that by doing meditation intensively, something will be transformed, and then when the retreat finishes, you go back into your ordinary life. Und da ist seine Empfindung, dass durch das Praktizieren von Meditation im Retreat, durch diese intensive Praxis etwas transformiert wird und wir dann in unser gewöhnliches Leben zurückkehren. The retreat is good, and then the heavier qualities of daily life gradually reduce the qualities developed in retreat. Das Retreat selbst ist gut, aber die etwas schwereren Qualitäten des gewöhnlichen Lebens reduzieren dann allmählich die gute Erfahrung des Retreats. But from this point of view, that's the wrong approach. Aber von diesem Standpunkt aus ist das der falsche Ansatz. Actually, being in the world is the more important part. In Wirklichkeit ist das in der Welt sein der wichtigere Teil. The function of the meditation is to free oneself up back into the flow of the integrated participation where the various aspects of one's being come together. Die Funktion von Meditation ist, uns herauszubefreien und frei zu sein in den
Fluss der integrativen Teilnahme zu sein, wo wir sozusagen dann mit den anderen zusammen sein können. So he's saying, so remain continuously in the state of non-separation. Und so heißt es hier, also verweile stetig in dem Zustand der Nichttrennung. Now, yesterday evening, for those of us who were here, focused on two kinds of practice. Nun, gestern Abend haben wir für diejenigen, die hier waren, sich auf zwei Arten von Praxis konzentriert. One was the generation of calm stillness through fixation on a definite object like the breath. Eine der Praktiken war die Erzeugung von stille Konzentration durch die Fixierung auf ein festes Objekt, zum Beispiel die Atmung. And the other was to develop the same stillness and calmness of mind without any particular focusing, by just being present, being mindful, being aware of whatever is presenting itself. Und die andere war die Erschaffung derselben Stille, ohne irgendeine spezifische Konzentration auf irgendein vorweg gewähltes Objekt, sondern einfach durch die Präsenz, durch die Gegenwärtigkeit sein, mit dem, was immer sich gerade darbietet, was immer gerade erscheint. It would be very difficult to go to work if you were always concentrating on your breath coming in and out of your nostrils. Es wäre sehr schwierig, zur Arbeit zu gehen, wenn man ständig sich auf das Hineinfließen und Ausfließen des Atems bei den Nasenlöchern konzentrieren würde. That is a practice which cannot really be generalized into the world. Das ist eine Praxis, die nicht wirklich verallgemeinert werden kann in die Welt hinein. However, the second practice, by being truly attentive to whatever is going on, that you can take into any situation. Aber die zweite Art von Praxis, also das wahrhaft aufmerksam, wahrhaft präsent in dem, was immer vor sich geht zu sein, ist eine Praxis, die man in der Tat in jeder Situation ausüben kann. And this is the same point he's making here. The central point of the practice is not to say path, but to recognize this open state in the moment immediately after the path. To integrate that with whatever is arising, both when you're sitting in meditation and then when your body gets up and moves, and then you start interacting with other people. Und das ist genau das, was hier auch ausgesagt wird, dass der zentrale Punkt dieser Praxis nicht das Ausrufen von Pell ist, sondern dass die Erkenntnis der offenen Qualität, die sich unmittelbar danach einstellt und der Integration dieser Qualität in die eigene Bewegung, die danach kommt, wenn man aus der formalen Meditation aufsteht und zusammen mit anderen ist. Okay, so if we have a break for lunch, we've had a lot of words, a lot of ideas here. So if we have lunch and then you have some time to just walk around and enjoy the nature, just being in the different colors and shapes and so on. Wenn wir also dann hier Mittagessen haben und danach Zeit haben, nachdem wir hier viele Worte gehört haben, viele Ideen angesprochen worden sind, einfach mal in der Natur zu sein, die Formen und Farben zu genießen. And then we meet here again at 3:30 and get some more ideas and then we can go out and do some practice outside. Dann können wir uns hier wieder um 3:30 Uhr, also 15:30 Uhr treffen und dann einige zusätzliche Ideen bekommen und dann draußen unsere Praxis fortsetzen.